Ja, also von diesem Leben bin ich jetzt gleich überrascht worden. Probieren wir hier hinten anzuhängen, aber das wird wahrscheinlich extrem schwierig bis unmöglich. Das ist einfach fies. Überall die Schäfchen dort unten. Letzte Abend, Helmix 3, ist einfach mein Traum. So, Dala! Wir starten auf der Valalp, hoffentlich hat es Thermik, ausser uns ist noch niemand am Drehen. Jetzt müssen wir die erste Thermik vom Tag finden und die Angst vor dem Absaufen macht mich auch recht nervös. Aber hier haben wir ja schon ein erstes Steigen gefunden. Das ist allerdings noch schwach und erfordert ziemlich viel Konzentration. Aber das erste Blau Maestro, auf den müssen wir so gehen, eventuell müssen wir drüber wechseln. Das ist übrigens die 5. Folge und somit auch der 5. Tag vom Biwakfliegen mit dem Benz. Für den Fall, dass du noch eine Folge verpasst hast, tue ich dir oben rechts eine Playlist mit allen Folgen verlinken. Du wirst jetzt bei diesem Video aber auch draus kommen, wenn du die nicht schaust. Also, wir haben gerade auf dem Valalp bivakiert. Das ist oberhalb vom bekannten Startplatz Mönchelenalp in der Nähe von Thun. Jetzt fliegt man hier am Nordhang, wegen dem geht die Thermik eben erst relativ spät los. So, jetzt hat mich aber die Angst vor dem Absaufen gerade ein bisschen fest gestresst. Und weil ich jetzt endlich mal die Höhe hatte, für oben wieder reinzulanden, habe ich das dann auch gemacht. Die Geissen haben das übrigens super gefunden. Allerdings musste ich da ziemlich aufpassen, dass sie mir den Schirm nicht aufessen. Und der Benz hat derweil die Sache deutlich entspannter gesehen und fängt mal einen rechten Flug an zu machen. Wir sind jetzt aber erst ein bisschen lokal fliegen. Wir haben dann noch ein paar Kollegen getroffen, die für Mönchelenalp gestartet und haben noch die eine oder andere Toplandung hier gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter. Gut, hallo zusammen, again. Ich habe vorhin mal noch Off-Kamera ein Flügel vor einer Stunde gemacht, ein bisschen rumgegondelt, wieder oben reingelandet, ein bisschen zum Akku sparen. Jetzt sind wir hier wieder gestartet und jetzt geht es weiter, weil jetzt ist langsam genug spät, dass die Route, die wir vorher funktioniert. Hoffentlich. Das Ziel ist so ein bisschen Brienz-Grad. Die erste Station wird Niesen sein, dort müssten wir irgendwie rauflassen. Dann Leistungsgerätchen Derligrad oder vom Niesen direkt über den See queren, je nachdem wie hoch es am Niesen geht. Und wenn wir mal am Harter sind, dann sollte das eigentlich funktionieren. Aber jetzt müssen wir zuerst mal schauen, dass wir Höhe machen. Und dann dort auch wieder raufkommen. Die Höhe sind hier komplett verschwunden, aber irgendwie scheint es gleich noch recht gut zu laufen. Aber halt sehr zyklisch und sehr enge Schläuche. Benz von Georg, nur zur Info, ich gehe da schnell Richtung Mönchelen Startplatz kehren. Ich glaube, dort kommt man weiter auf. Benz hat nicht geantwortet, er konnte aber auf der anderen Seite schon recht geil aufdrehen. Hast du schon? Okay, dann kehre ich um. Ah, jetzt habe ich etwas verwünscht. Ich probiere mal mit dieser Höhe nach vorne anzuhängen. Der Rot dreht dort, vielleicht geht es. So, jetzt wird es dann spannend. Jetzt haben wir irgendwie eine bessere Linie, ich weiß nicht warum das besser ist, dort draussen durchzufliegen. Tja, ich habe mich da halt schon relativ weit über die Kante über ins Lela versetzen. Ja, also von diesem Leben bin ich jetzt gleich überrascht worden. Und der Benz hat da die schöne Linie aussen über das Lauf genommen. Das ist nicht nur effizienter, es ist natürlich auch sicherer. Aber am Schluss haben wir dann beide vor der Querung zum Niesen noch mal ein paar Kreischen aufdrehen. Und jetzt fliegen wir die Westflanke vom Niesen relativ tief an. Am Abend von thermischen Tagen sohren die darum fast gäng. Man könnte das jetzt mit Tailwindsystem und alpinen Pumpen erklären, aber ich mache jetzt nicht schon wieder so eine Karte und viele Animation. Jedenfalls kann man dort sehr häufig noch extrem tief anhängen.
15 hier ist es. Ah ja, so auf nächsten Tag ist gut. Ja, offenbar können wir hier am Niesen anhängen. Ja, also da hätten wir uns schon erhofft, noch ein bisschen weiter raufzukommen. Die Seequerung war somit definitiv keine Option. Die Frage ist in dem Moment, ob es reicht, am Leistungsgerät anzuhängen. Ja, ich sehe auch nicht allzu hohe Chancen, aber ausgeschlossen ist es nicht. Wir sind von Niesen fast ganz raufgekommen. Unten konnte man sohren und oben war man plötzlich leer und dort eine Windscherung drin. Dann haben wir den Blech aufdrehen. Jetzt probieren wir hier hinten anzuhängen, aber das wird wahrscheinlich extrem schwierig bis unmöglich. Let's see. Und jetzt sind wir hier tatsächlich gerade oberhalb der Bergstation vom Escherici-Lift angekommen. Und genau hier würde sonst eigentlich eben immer der Schlauch abgehen. Aber irgendwie hat es das mal nicht so recht funktionieren. Als der Benz den Teufel ist weitergeflogen, habe ich gefunden, das sei eigentlich noch ein frecher, nice Move. Es wird zwar dann irgendwann mal ein bisschen kritisch bezüglich Notlandeplätze und Stromleitungen, aber es hat dort eben Waldflanken gehabt, die allenfalls sohren könnten. Tatsächlich hat man jeder Flanke wieder ein paar Meter machen. Man hat dann einfach immer wieder den Moment finden zum Weiterfliegen. Und wir hatten übrigens immer eine gute Notlandeoption gehabt. Man muss einfach immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht plötzlich hinter dieser Hochspannungsleitung einsperrt, die dort eben noch durchgeht. So, und hier habe ich jetzt irgendwie noch eine recht gute Ablösung verwünscht. Dann kommt der Benz 1,5 Minuten später genau am gleichen Ort an. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob die Ablösung einfach nicht mehr da ist oder ob er einfach zu wenig nach ans Gelände zu suchen ist. Jedenfalls verwünscht er dort einfach gar nichts mehr. Dann fliegt er 100 Meter tiefer wie der an Derligrad führen und kommt dort eigentlich immer noch auf einer Höhe an, wo es eigentlich müsste steigen. Aber während es bei mir schön raufgeht, hat er einfach nur noch sinken. Die Thermik ist manchmal recht fies. Immerhin reicht es ihm dann noch gut für eine sichere Landung zu Interlaken. Hey, das Interlaken ist einfach eine krasse Geschichte. So hure knapp, wie wir jetzt dort unten sind durchgeschlichen. Ich konnte gerade so am Derligrad anhängen und habe mich jetzt hier aufgebastelt. Lustig war es nicht unbedingt, aber es hat halt eben funktioniert. Das Benz ist ein paar Meter unter mir, wirklich nicht viel. Das sind 50 Meter tiefer, ist der dort reingeflogen. Das ist einfach fies. Er hat einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt komme ich da gerade am Morgenberg an und ich bin recht sicher, dass ich hier Basis machen kann, wie hoch die ist, aber es könnte das höchste sein, das ich heute je hatte. Und zumindest aufsohren bis die Gipfelhöhe geht, aber ich habe das Gefühl, da müssten wir eigentlich aufdrehen. Und dann habe ich eben die Hoffnung, dass ich auch wieder anhängen kann, Beatenberg und dann auf dem Burgfeld Stand top landen. Dann würde Benz nämlich mit Bus und Laufen oder mit dem Niederhornbähnchen auf den Burgfeldstand rauf. Dann könnten wir dort übernachten. Das wäre noch nice. Aber jetzt schauen wir zuerst mal, ob ich hier raufkomme. Ja, da ist die perfekte Westflanke, die steht in der Sonne. Abrisskante. Jetzt muss ich mich auf etwas gefasst machen, das könnte abgehen wie eine Rakete. Bis jetzt habe ich noch keine Rakete. Ui. Es geht zur Sache. Überall die Schäfchen dort unten, die haben wir gefunden. Das fühlt sich jetzt gut an. Ja, jetzt geht es ganz gäbig rauf. Ein grossartiger Versand.
Okay, liebe Kamera, nochmal schnell ein Statement, bevor ich die abstelle. Morgenberghorn war zwar am Anfang zum Kotzen gewesen, kann man glaube ich so sagen. Ja. Aber ich bin jetzt immerhin auf 2,7 raufgekommen, nicht ganz Basishöhe, aber schon klein. Jetzt gleiten wir hier auf Beatenberg über. Mindestens Beatenberg landen ist sicher möglich. Wenn es gut läuft und die Woche sieht nach dem aus, als sollte es noch laufen, kann ich noch aufdrehen, das werden wir jetzt herausfinden. Was im Moment schön ist, ich habe hier ein 9 bis 10 geleitet Richtung Beatenberg über. Wenn das so bleibt, dann komme ich in Höhe vom Wald an. Und das wäre natürlich der Wahnsinn. Ich glaube, aber zwar wird zwischendurch schon mal noch etwas saufen. Wir werden es dann merken. Beatenberg landen wäre auch nicht so schlecht. Dann könnte ich nämlich noch Wasser füllen und dann mit den Benz zusammen rauflaufen. Wenn ich oben lande, dann habe ich ein mehrfaches Problem. Aber vielleicht wäre ja der Benzenhuren lieber sich und würde mir Wasser raufbringen. Also, in dem Fall. Tschüss Kamera für einen Moment. Hey. Das ist doch krass. Das ist einfach krass. Jetzt habe ich hier so ein astronomisches Gleiten über den See über. Und dann noch auf weiss auch nicht was für eine Höhe direkt einen Schlauch gefunden, der mich fast auf die Basis aufgebracht hat. Der hat jetzt abgestellt, aber jetzt bin ich hier schon wieder im nächsten. Also im Burgfeldstand der Landung steht eigentlich nichts mehr im Weg. Die Windwerte sind recht easy, Südwest hat es geheissen. Das ist eigentlich seitlich zum Burgfeldstand, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heisst, ich muss von hinten her reinlanden. Easy peasy. Kann ich seitlich zum Gelände mit Gegenwind reinlanden. Das ist eigentlich auch perfekt. Ja, jetzt müssen wir auf das Pissen konzentrieren. Ich habe Angst gehabt, dass es irgendwie klemmt und nebendurch läuft. Aber es läuft jetzt irgendwie so, wie es gepisst habe. Vor dem Toplanden ist nicht so eine dumme Idee. Da kann man sich einfach sehr viel besser konzentrieren. Das ist gut. Und jetzt habe ich mich aber mit der Retten und Pissen gleichzeitig dafür nicht mehr auf das Thermikdrehen konzentriert. Jetzt hat das Zeug abgestellt. Allerdings bin ich schon fast an der Basis oben. Ja, wir haben ja halb 6, das ist ja geil. Ich bin hier auf 2500 oben, über Beatenberg. Wenn ich da nicht absurd schlecht gelegt habe, dann müsste ich eigentlich so schon locker länger für den Top zu landen. Ich möchte einfach im ersten Anlauf reinkommen und nicht noch nochmal für den Teufel aufdrehen, weil ob das dann klappt. Hier oben geht es easy cheesy. Da sehe ich überhaupt keinen Grund, dass man das absaufen sollte. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wenn man tief ist, dass das nicht ganz so geil läuft. Ja. Also jetzt längt es easy peasy, um dort reinlanden. Jetzt könnte ich noch zu den 7 Hengsten fliegen, das wäre auch noch lässig. Das wäre dann für einen Benz ein bisschen weit zum Laufen oder als Startplatz eine Katastrophe. Dann gehen wir morgen in die Zentralschweiz. Vom Burgfeldstand geht das nämlich super. Das ist geil. Das ist so geil hier oben. Letzte Abend Thermik 3 ist nicht mit drauf. Das ist mein Lieblingsteil vom Gleitschirm Fliegen. Ich bin so begeistert. Jetzt muss ich nur noch schön landen. Dann ist gut. Das ist einfach zu schade, wie komme ich hier überhaupt runter. Also, jetzt gehen wir runter. Landen, weil es ist irgendwie so, die Luft ist nicht so heiß. Langsam so ein bisschen Bammel, das Gäbig geht. Und dann habe ich so Zeug oben gerne einfach hinter mir. Also, dann machen wir hier mal eine Spirale. Schauen, wo es herführt. Es ist bewegt Luft in diesem Spirale. Oh. Das könnte noch eine mühsame Angelegenheit werden, dort rein zu landen. Ja, Mann!
jetzt noch zu hoch komme, dann weiss ich auch nicht, was los ist. Oh fuck, jetzt bin ich nicht zu hoch. Nicht runter. Schon wieder zu hoch. Du kommst nicht runter. Jetzt habe ich gemeint, ich bin tief von hier innen. Immer noch zu hoch. Es läuft dermassen hier. Da kommst du nicht rein! Sie noch tiefer anfliegen. Finally. Jetzt bin ich dafür ein bisschen unter dem Gipfel reingekommen, aber ist ja völlig egal. Dann habe ich dann mal einen Benz angerufen. Der war dann gerade auf dem Weg auf Beatenberg und hat dann im Sinn gehabt, mit dem Niederhornbähnchen raufzufahren. Von dort ist es dann noch eine knappe Stunde zu Fuß auf dem Burgfeldstand. Und jetzt hatte ich ja noch das Problem gehabt, dass ich fast kein Wasser mehr hatte. Der Benz war aber nicht tatsächlich ein hure lieber Sieg und hat sich bereit erklärt, mir ein bisschen Wasser raufzutragen. Und als ich da so ein bisschen am Warten war, sind dann plötzlich so Leute mit Kameras um mich herumgeschlichen. Und ich habe nicht so ganz begriffen, was die da machen, bis ich mich dann mal umgedreht. Und dann sind dort einfach etwa 3 Meter entfernt Steinböcke gestanden. Ich konnte die dann einfach mit dem Handy filmen, ohne Zoom. Die Fotografen, die sind zum Teil mit riesigen Teleobjektiven aufgekreuzt. Und das hat zum Teil schon fast ein bisschen lustig ausgesehen, weil die Steinböcke hat das ganze Treiben eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und mitten in dieser ganzen Szenerie bin ich mir mit der Zeit langsam ein bisschen komisch vorgekommen. Von dem her bin ich dann gleich noch froh gewesen, wo der Benz dann mal angekommen ist. So haben wir dann mal gemütlich eine Nacht kochen und uns über unsere Flüge austauschen. Und irgendwann haben wir dann mal noch gemerkt, dass der Ort etwas populärer ist zum Bivakieren. Wir waren nämlich nicht die Einzigen, die die Absicht hatten, hier oben zu übernachten. Hallo zusammen, guten Abend. Wir sind hier auf dem Burgfeldstand. Ich bin hier 5:30 umeinander reingelandet. Jetzt sieht man hier noch die Route, die wir gemacht haben. Da hinten, warte, kann ich da her zeigen? So, da ist etwa das Stockhorn. Dort umeinander sind wir gestartet. Dann sind wir da über den Niesen. Weiter. Jetzt komme ich nicht mehr raus auf dem Handy. Ich glaube, das ist das Morgenberghorn, von dort hierher. Also, und jetzt ist hier mal wieder eine schöne Stimmung. Jetzt bin ich schon wieder höher gelandet als gestartet. Das finde ich recht geil. Am 4. Tag sind wir dann nämlich gestartet auf Le Plejade auf 1217 Meter über Meer. Die nächste Nacht war auf dem Valalpgrad mit 1884 Meter über Meer. Und jetzt sind wir auf dem Burgfeldstand mit 2038 Meter über Meer. Dann haben wir hier unten unsere Zeltchen aufgestellt. Wo sind sie echt? Da haben wir unsere Zeltchen aufgestellt. Und jetzt gibt es da nochmal eine Nacht und morgen versuchen wir dann irgendwo ein bisschen in die Zentralschweiz zu kommen. Und dann ist etwa mal fertig mit dem Abenteuerli. Und dann haben wir wie immer einfach wieder etwas vom Geilsten vom Bivakieren. Das ist einfach die Aussicht in dieser Abendstimmung. Und an diesem Abend hat es auch wieder eine Serie von eigentlich posterwürdigen Fotos gegeben. So, und jetzt mache ich noch etwas, was ich noch nie gemacht habe. Die nächste Folge ist ja jetzt die letzte von dieser Bivakflug-Serie. Also, jetzt tue ich euch nämlich ankündigen, wenn es die rauskommt. Also, ich hoffe, ich schaffe es, die bis dann zu schneiden. So, jetzt, Release vor 6. und letzten Folge Bivakflüge mit dem Benz ist am Closentag, 6. Dezember 2023, am 7. am Abend, 19:00. Falls der Termin schon durch ist, solltet ihr das Video jetzt unten rechts sehen. Und sonst kannst du auch mal noch das hier oben rechts anschauen. Das ist eines der ersten Videos, die ich je gemacht habe. Dort geht es eben auch noch um so ein krasses Erlebnis, wo wir am Därligrad und am Harter und so vorbeikommen. Also, habt's noch gut, dann bis gleich. Ciao zusammen.